Hallo meine Freunde, heute gibt es mal wieder einen Film zu einer Kaffeemaschine. Und zwar haben wir hier eine Nivona CR740. Das Typenschild findet ihr hier. Die Maschine hat folgendes Problem: Bezieht man heißes Wasser, so, ich habe jetzt noch nicht einmal 100 Milliliter bezogen. Wenn ich jetzt die Schale hier aufmache, finde ich hier unten eine wesentlich größere Menge, sogar heißes Wasser. Wenn man reinschaut, sieht man auch, dass das Wasser aus dem oberen Bereich kommt. Nimmt man das Gitter aus der Schale, sieht man, dass da die reinsten Sturzbäche kommen. Machen wir das Gerät mal aus und bevor wir es öffnen, natürlich den Stecker raus. Die Heizplatte oben hat zwei Torx T15 Schrauben, eine links und eine rechts, seht ihr gut. Wasserbehälter machen wir natürlich auch raus. Auf der Rückseite gibt es weitere Torx-Schrauben, und zwar sind das jetzt T10. Dann müsst ihr da oben ein bisschen Kraft, kriegt ihr den Malgradschalter abgezogen. Und die Schraube hier oben an der Ecke brauchen wir auch noch. Dann kann die ganze Platte raus. Jetzt müsst ihr aufpassen, vorne gibt es ein Kabel von dieser Heizung. Drehen wir es also erst wieder vorne um. Das ist die Plattenheizung und hier unten kommt eine Steckverbindung. Eine und eine zweite. Eine weitere Steckverbindung ist hier vorne, auch die müsst ihr abziehen. Ist der Stecker aber so gerastet, dass das da nach hinten rausgeht. Dann kommen wir hier schon frei. Könnt dann da oben die Heizplatte abnehmen. Wenn er die abnimmt, kommt er nämlich hier unten noch an die Masseleitung dran. Sonst habt ihr so gut wie keine Chance, an die Masseleitung zu kommen. Vorsicht, da ist noch eine Zahnscheibe drunter. So, und die kann man hier ausfädeln. Der erste Befund, wenn wir den Deckel unten haben, ist auf jeden Fall, dass dieses Überdruckventil hier total verkalkt ist. Das Ventil hat folgende Funktion: Bezieht man Heißwasser, sperrt das Ventil und das heiße Wasser läuft hier raus. Wird Kaffee gemacht, ist der Druck höher, dann öffnet das Ventil und das Wasser läuft zu dem unteren Schlauch raus. Bei diesen Verschlüssen hier müsst ihr einfach die Klammern ziehen und dann könnt ihr sie aufmachen. Ich will aber nicht den aufmachen, sondern ich will den da unten öffnen. Aha, ich habe die Klammer. Ich will die Klammer rausmachen und schon ist das Ventil außen. Das Ventil selbst ist hier mit einer Torx-Schraube befestigt. Ausnahmsweise ist es jetzt eine T20. Bald haben wir den ganzen Werkzeugkasten durch. Wenn wir das Ventil so weit hochnehmen. So, da ist noch ein Teller, wo das Ventil drauf sitzt. Und jetzt könnt ihr das Ventil so weit drehen, dass wir auch an die untere Schelle dran kommen. Da ist jetzt aber, hier ist die Schelle. Hier kommen wir jetzt hier dran. Bei den Leitungen müsst ihr immer schauen, wo der O-Ring hängen bleibt. Aha, hier sitzt er drauf und hier scheint ein Ventil zu sitzen. Das sind so ganz kleine O-Ringchen. Und hier sitzt dann noch ein Ventil. Aber die sind erstmal dicht, das muss das Ventil selbst sein. Das Ventil heißt offiziell Auslaufventil. Und zwar regelt es den Wasserzulauf zur Düse, Heißwasserbezug oder zum Kaffeemachen. Die Sache funktioniert so: Wenn der Druck gering ist fürs heiße Wasser, ist das Ventil noch geschlossen und Wasser kommt nur zu dieser Düse raus. Wenn man Kaffee machen will, wird ein höherer Druck gefahren, dann öffnet das Ventil und das Wasser läuft zum Kaffeebrüher. Im Prinzip könnte man das Ventil öffnen, versuchen zu reinigen. Meist ist aber der Stempel, der aus Kunststoff ist, innen drin abgenutzt. Es gibt zwar sogar verstärkte Stempel als Reparatursatz und so weiter, aber im Prinzip für den Heimwerker lohnt sich das kaum, weil das ganze Ventil kostet keine 10 Euro. Also machen wir jetzt ein neues Ventil rein.
Das neue Ventil kommt auch gleich mit 2 neuen Dichtungsringen praktisch. Beim Einbau des Ventils müsst ihr darauf achten, dass hier Pfeile drauf sind. Also das Wasser läuft hier rein und hier wieder raus. Ihr kriegt es aber gar nicht anders rein oder nicht montiert, weil hier eine Nase ist. Die neuen Dichtringe macht ihr mit dem Hauch Silikonöl oder Silikonfett fest und steckt sie am besten gleich auf die Leitungen. So kommen die drauf. So, das Ventil kommt also so rein. Der Abgang geht hier zum Kaffee. Machen wir den mal zuerst fest. Und dann kommt die Klammer hier rein. Einmal. Jetzt verschwindet das Ventil hier so. Und dann kommt der andere oben drauf. Der andere oben drauf. Drehen wir ein bisschen. Und hier kommt wieder die Sicherung durch. Wenn sie so tief drin sind, dann passen die Ringe. Unter das Ventil kommt der Teller in dieser Orientierung. Der hat hier eine Nase, die passt nur hier rein. Und damit kommt dieser Zapfen hier unten zu dem Loch raus. Jetzt passt die ganze Geschichte. Dann kommt die Schraube hier rein. Die wir erst ein bisschen rückwärts drehen, dass er das Gewinde findet. So, dann können wir das festschrauben. Gut, wenn man so praktische kleine Werkzeuge hat. Ich mache jetzt einen Test mit offenem Deckel. Das dürft ihr aber nur tun, wenn ihr wisst, was er macht und auch mindestens einen FI-Schalter dazwischen schaltet. Um die Maschine mit offenem Deckel betreiben zu können, müssen wir es jetzt ein bisschen austricksen. Und zwar käme hier eine Fehlermeldung vom Kaffee. Ich sprühe diesen Schalter mit einem Stück Aluminium. So, das Aluminium drückt die 2 Kontakte und damit es hält, machen wir einen Streifen Klebeband drüber. Sie ist warm, probieren wir mal unser Glück. Ja, das Wasser scheint schon ganz anders rauszuströmen und da unten kommt kein Sturzbach mehr. Das war definitiv dieses Ventil. Ist auch alles trocken, da fließt auch kein Wasser mehr, man sieht auch keine Luftblasen. Perfekt. Wenn ich es hier abdrehe, schauen wir mal in die Schale rein. Absolut trocken, kein Tropfen. Das war's mal wieder. Hat eine Menge Geld gespart. Bevor wir den Deckel montieren, müssen wir zum einen dran denken, dass die hier unten durchgehen, weil sonst schaukelt der Deckel nachher. Und zum anderen müssen wir jetzt zuerst die Masseleitung anschließen, bevor das überhaupt weitergeht. Das heißt, ihr müsst die Masseleitung hier erstmal durchfädeln. Dann kommt die hier zum Deckel raus. Dann geht sie an das Heizpad. Die müssen hier durch, die Stecker. Drauf. Eine schöne lange Masseleitung, aber von unten kriegt das nicht geschraubt. Das hatten wir schon geklärt. So, dann müsst ihr die unter dem Winkel hier gut anziehen. Und das ist ja eure Sicherheit. Gibt es mal einen elektrischen Schlag, wenn er auf das Pad langt. Gut. Und jetzt können diese Kabel hier alle durch. Und dann kann, hier sind Laschen, da muss das Pad so eingeschoben werden. Und jetzt ist es erstmal drin. Dann nehmt ihr ein bisschen Klebeband und sichert es. Weil wenn es nicht soll, kommt sicherlich zweimal und fällt raus. Jetzt können wir das Teil hier so rumlegen. Und die ganzen Steckverbindungen dran machen. Das sind einfach Raschzungen. Die steckt da zusammen, kein Problem. So, das verschwindet hier. Müsst ihr noch an den Stecker denken, der wird hier so eingerastet und dann kommt der Stecker Rastnase nach unten hier drauf. Jetzt haben wir alles, hier müssen die Kabel gut in der Nut liegen. Jetzt können wir den Deckel aufsetzen. Auf die Seite, jetzt müsste die Maschine wieder zugehen. Hier ist eine Lasche, müsst ihr so weit nach innen drücken, bis das reinrutscht.
Nun passt es. So, jetzt ist das Teil zu. Bevor wir weitermachen, kommen jetzt die zwei oberen Schrauben. Das waren die Schrauben mit der schönen Senkung, dass die dekormäßig schön passen. Beim Eindrehen von solchen Schrauben macht er immer erst ein bisschen rückwärts, dass die altes Gewinde finden und dann gehen sie runter. Gleiche hier. Jetzt sind auch die Klebestreifen überflüssig. Die würden jetzt gut riechen, wenn wir nachher die Heizung anmachen. Dann kommt der Verstellknopf für den Mahlgrad wieder drauf. Danach können wir die Schrauben an der Rückseite auch wieder einsetzen. Basteln wir die ganzen Teile wieder drauf. Deckel vom Kaffee, Wasserbehälter. Hier hatten wir auch den Drescher noch außen und die Blende. Jetzt ist sie trocken. Schauen wir mal, wie die Sache gleich aussieht. Jetzt dürfen es auch die Nicht-Elektriker wieder in Betrieb nehmen. Alles ist ja zu. Machen wir mal Spannung drauf. Schalten die Maschine ein. Machen wir wieder eine Tasse heißen Tee. Gut, das waren jetzt gute 200 Milliliter. Schauen wir mal rein. Kein Tropfen. Na, wie habe ich das wieder gemacht? Probieren wir es mal mit dem Kaffee. Kaffee sieht gut aus, Crema wunderbar. Schauen wir mal in die Schale. Soweit alles trocken. Drescher ein bisschen zerfallen, aber das geht noch. Die Maschine ist ja auch nicht mehr die jüngste. Ihr seht, die Maschine geht wieder. Wir haben sie für kleines Geld einfach repariert. Ich möchte euch animieren, solche Reparaturen nachzumachen. Reparieren ist nachhaltig. Kauft der Industrie nicht immer allen neuen Müll ab. Also, tschüss, bis zum nächsten Video.